Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Wie ja bereits angekündigt, machen wir heute gemeinsam ein herrlich einfaches Buttermilchbrot. Außen knusprig und innen wunderbar wohlig, weich, saftig und vor allen Dingen aromatisch. Die Buttermilch sorgt dafür, dass es lange frisch bleibt. Und das Schönste daran, vor kurzem haben wir ja gemeinsam die Butter selbst gemacht. Und genau die dabei entstandene Buttermilch verwenden wir heute weiter. Das ist nicht nur nachhaltig und zukunftsfähig, sondern ganz viel Genuss. So entsteht wie immer aus einfachen wenigen Zutaten und einer lange Gare ein wunderbar hausgemachtes Brot, das mein Mann mit den Worten bombastisch beschrieben hat. Wahnsinn. Das Brot machen wir heute in der Knetmaschine und nehmen ganz unkompliziert die Rührschüssel, die wir auf die Waage stellen. Dort geben wir dann 320 Milliliter Buttermilch hinein. Solltest du weniger Buttermilch haben, ist das gar kein Problem. Du nimmst den Rest einfach Wasser. Das reicht voll und ganz. Für den richtigen ausgewogenen Geschmack kommt ein Teelöffel Honig hinein. Dies ist zwar kein Muss, jedoch rundet das den Geschmack ab und die Hefe hat gleich viel Futter. Es ist auch möglich, Zucker oder Agavendicksaft zu nehmen. Und da wir beim vollmundigen Geschmack sind, kommen 100 Gramm Roggenmehl Typ L50 oder 997er dazu. Und da wir hier mit einer langen Gare arbeiten, gibt es 5 Gramm frische Hefe, weil je länger die Gare, desto bekömmlicher wird das Brot. Und für den richtigen Geschmack etwa 12 Gramm Salz. Meines ist natürlich rieselhilfefrei, denn dies ist nicht nur frei von jeglichen Zusätzen, sondern ist der Geschmack einfach am reinsten. Nun gibt es 400 Gramm Weizenmehl Typ 55. Ihr könnt natürlich auch Dinkelmehl 630 oder auch 812er nehmen. Allerdings bei letzteren bitte nicht so lange kneten, aber da sage ich euch gleich noch was dazu. Das war es dann mit den Zutaten, denn gutes Brot braucht wirklich nicht viel. Denn die Rührschüssel kann dann in die Küchenmaschine eingegeben werden. Egal welches Mehl du nun verwendest, wir lassen erstmal alles so etwa 1 bis 2 Minuten bei Stufe 1 miteinander verbinden. Und dann kann der Teig bei Weizenmehl zumindest 8 bis 10 Minuten geknetet werden. Bei Dinkelmehl verkürzt sich die Zeit auf die Hälfte. Einfach deswegen, weil das Klebegerüst wesentlich empfindlicher ist als bei Weizen. Denn da, wo ein Weizenteig durch das längere Kneten stabiler wird, passiert bei Dinkel schnell das Gegenteil. Wird er nämlich zu lange oder intensiv geknetet, fällt das Klebegerüst wieder zusammen. Und das Brot kann dann ein flacher Fladen werden. Während die Teigmaschine noch arbeitet, kleiden wir uns eine Schüssel mit Öl aus. Ich nehme dafür unser selbstgemachtes Bärlauchöl, denn das bringt eine richtig interessante Geschmacksnuance in das fertige Brot hinein. Nach Ablauf der Zeit brauchen wir die Küchenmaschine einfach nur mit feuchten Händen vom Teig zu befreien. Dieser sollte nicht mehr kleben und richtig schön kompakt sein, so wie du es hier sehen kannst. Der Teig kann dann in die eingeölte Schüssel, wo er einmal im Öl gewälzt wird, damit die Oberfläche schön geschmeidig bleibt und später nicht austrocknet. Hier kann man dann sehr gut erkennen, dass er überhaupt nicht mehr klebt. Genauso soll es sein, hervorragend. Anschließend lassen wir den Teig dann für die nächsten 8 bis 10 Stunden im Kühlschrank ruhen. Durch diese lange, langsame Teigführung hat der Teig genügend Zeit zu reifen. Damit werden die Gluten und auch schwer verdauliche Bestandteile nach und nach abgebaut, wodurch das Brot für viele Menschen oft sehr viel bekömmlicher und auch aromatischer wird. Am nächsten Morgen holen wir den Brotteig einfach aus dem Kühlschrank und lassen ihn 1 bis 2 Stunden akklimatisieren. Die Dauer hat etwas mit der Temperatur zu tun. Unter 20 Grad, lieber 1,5 bis 2. Über 22 Grad reicht 1 Stunde. So ist der Teig nun auch bereit, verarbeitet zu werden. Ich empfehle immer an allem zu riechen, so schärft man auch seine Sinne. Da dieser Teig nicht klebt, kann er direkt auf deine Arbeitsfläche. Ich mache das wie immer bequem mit einer Backmatte, einfach weil ich finde, dass es sie sich am einfachsten reinigen lässt. Bei Weizenmehl wird der Teig nur noch einmal ein wenig durchgeknetet. Solltest du Dinkel verwenden, stülpst du ihn einfach auseinander und schlägst ihn von jeder Seite ein und drehst dir dann deinen Teigling. Ansonsten verfährst du genauso wie bei mir zu sehen.
Das kurze Durchkneten wäre zwar nicht unbedingt notwendig, aber aktiviert die Gluten nochmal richtig. Und ich finde, das tut dem Brot einfach sehr, sehr gut, wie man dann auch an der Krume gesehen hat. Nun wird er einfach nur eingedreht und ein wenig auf Spannung gebracht. Und dann richten wir uns unser Gärkörbchen. Das hilft uns, dass der Teigling in Form bleibt. Dieses bemehlen wir erst noch großzügig mit Roggenmehl. Dann können wir den Teigling auch damit noch einstreichen. Ruhig zärtlich, das kann er schon vertragen. Und dann darf er mit der offenen Seite nach unten in den Gärkorb kommen. Wir bestreuen ihn noch ein wenig von oben mit Roggenmehl. Dann decken wir den Gärkorb ab und der Teigling darf noch in die Stückgare. Das ist die letzte Gare, bevor der Teigling in den Backofen kommt. Dies ist meist über 30 bis 45 Minuten. In dieser Phase sollte der geformte Teigling nochmals ruhen und auf jeden Fall aufgehen, damit er dann im Ofen ein wunderbares Volumen und eine lockere Krume entwickelt. Die Zeit der Stückgare nutzen wir, um den Backofen samt Topf auf 250 Grad aufzuheizen. Ich nutze dazu meinen Lieblingstopf von der Firma Krustenzauber. Denn hier ist der Name wirklich Programm und wenn ihr meinen Link in der Videobeschreibung nutzt, kriegt ihr auch 15% auf das gesamte Sortiment. Wenn du dir nicht sicher bist und um die Reife des Teiglings zu testen, drücke mit einem leicht bemehlten Finger vorsichtig etwa 1 bis 2 cm tief in den Teig. Bringt die Delle sofort wieder zurück, braucht der Teig auf jeden Fall noch Zeit, kommt die Delle langsam und nur teilweise zurück, hat der Teigling die perfekte Gare erreicht. Übrigens ist dieser Test oft hilfreicher als eine reine Zeitangabe, weil einfach jeder Raum und jeder Teig etwas anders arbeitet. Mein Teigling ist hier auf jeden Fall perfekt und ich stürze ihn mit Hilfe der Brotschlingen auf meine Arbeitsfläche. Ich schneide nun einfach noch die Aufbruchskante etwas tiefer. Und da muss es etwas schnell gehen, denn wir heben den Topf aus dem Backofen. Vorsicht, heiß, hier kann man sich ganz ordentlich die Finger verbrennen. Dann entnehmen wir den Deckel und setzen den Teigling mit Hilfe der Brotschlingen in den Topf hinein. Sogleich darf der Deckel wieder drauf. Und wir gehen den Topf dann wieder in den Backofen und reduzieren die Hitze auf 200 Grad. Dort darf er dann zuerst für 30 Minuten backen. Damit das Brot jedoch eine satte, braune Kruste bekommt, entnehmen wir den Deckel und lassen das Brot dann etwa für 20 Minuten nochmal backen. So entwickelt sich auch eine wunderbare Kruste. Nach einer guten Dreiviertelstunde kommt das Brot wunderbar wohlig duftend aus dem Backofen raus und sieht auf jeden Fall fantastisch aus. Sogleich wird dann die Klopfprobe durchgeführt, denn nur wenn sich so hohl anhört wie bei mir, ist es durch und auch fertig gebacken. Vor dem Anschnitt sollte das Brot nun gute 2 Stunden auskühlen, so bleibt die Feuchtigkeit auf jeden Fall im Brot und kann nicht entweichen. Das wiederum ist wichtig für die Haltbarkeit. So hält es garantiert 3 Tage frisch. Sobald das Brot ausgekühlt ist, es ist ein wenig knusprig, hat aber richtig schöne Röstaromen. Nun schneiden wir es natürlich an. Und hier seht ihr eine wunderbare Krume. Ich behaupte mal, dass es auch ein Bäcker nicht besser hinbekommen würde. Und es lassen sich auch richtig schöne dünne Scheiben abschneiden. Wirklich ein ganz fantastisches Brot. Wenn ihr was ganz Besonderes haben wollt, macht ihr dieses Rezept. Und der sicherlich der ein oder andere fragen wird, ja, das klappt auch mit gekaufter Buttermilch. Und ich liebe es ja, frisch gebackenes Brot mit selbstgemachter Butter. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Und ich wünsche euch nun auch viel Freude beim selbermachen, gutes Gelingen, lasst es euch gut gehen, guten Appetit, bis demnächst. Pfiat euch. Mit einer saftigen, vollmundigen Krume, ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Mit oder ohne Butter, hervorragend.